Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hinreisend. Ich bin's, euer Tan. Ich wollte schon lange mal wieder eine Fahrradtour machen. Und da kommt für mich nur eines in Frage. Was soll der Tan noch anderes fahren als ein Tandem? Natürlich kann ich das Tandem nicht alleine fahren und brauche ein bisschen Unterstützung. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute Hilfe bekommen habe und dass er extra heute für mich hier angereist ist. Und das ist heute der Timur. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du bist heute meine Beine, ich bin deine Augen. Das wird eine gute Kombo. Wir kriegen zusammen einen kompetenten Fahrradfahrer hin. Ich merke, dass ich hier für 2 Personen strampel. Und das ist unsere Challenge. Wir fahren heute 18 Kilometer an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang des Grünen Bandes. Unser Ziel? Das Forschungsmuseum in Schöningen. Ich frage mich so, wenn die Leute wüssten, dass du nichts siehst und ich meine Beine eigentlich gar nicht bewegen kann, ob die dann nicht aus dem Weg springen würden, weißt du? Oh Mann, ey. Jetzt wie der Rollstuhl da steht, das sieht so aus, Das ist geil. als wäre einfach so ein Wunder da passiert. Genau so. Ein Wunder, ich kann wieder Fahrrad fahren. Unsere Tour starten wir an der Gedenkstätte Marienborn, direkt an der A2 zwischen Magdeburg und Braunschweig gelegen. Hier könnt ihr gut euer Auto stehen lassen. In der Gedenkstätte gibt es eine interessante Ausstellung zur deutschen Wiedervereinigung, ganz ohne Eintritt. Wir wollen aber gleich los. Den Rollstuhl haben wir aufgeladen und hoffen, dass das Wetter hält. Ja, wir sind ein gutes Team. Finde ich auch. Wir sind ein gutes Tandem-Team. Timur und Tan. Timur Ein und Tim? Tim Tan, Tam Tön, ja. Was man zusammen alles schaffen kann, oder? Ja, oder? Hoffentlich. Behinderte müssen halt zusammenhalten, das finde ich sehr Richtig. gut. Oh ja, da haben wir auch noch einen. Und niemals aufgeben. Greif nach den Sternen. Genau. Schicksalsschläge annehmen. Und jetzt müssen wir gleich treten. Oh, pass auf, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, komm. Jetzt geht's los. Von der Gedenkstätte Marienborn fahren wir 16 Kilometer entlang des Grünen Bandes zum Grenzdenkmal in Hötensleben. Von dort aus sind es dann nur noch knapp 2 Kilometer bis zu unserem Ziel, dem Forschungsmuseum Schöningen, einem Highlight besonders für Ich Familien. merke, dass ich hier für 2 Personen strampel und den Anhänger. Meine Beine sind am Ende des Tages genauso müde wie deine jeden Tag. Den Anhänger vergesse ich des Öfteren. Aber wenn ein Auto kommt, dann klingel ich das einfach weg und zwar so. Perfekt. Es wird nicht das einzige Stück Straße auf unserer Tour sein. Aber gleich fahren wir in einen kleinen Wald, einen Radweg entlang des Grünen Bandes. Steh nicht so schlecht wegen dem krassen Gegenwind, den wir vom so schnell fahren bekommen. Ja. Sehr gut. Jetzt auf die andere Seite. Hey, das ist. Oh, ich höre es super schnell auf mich zukommen, das ist unheimlich. Apropos, wie gefällt dir das grüne Band? Es ist sehr schön, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich sehe wirklich genau das. Also ich sehe grün. Mehr kann ich nicht erkennen. Ja. Aber ich habe genau das bekommen, was man mir versprochen hat, schätze ich. So. Okay, ich würde sagen, wir bleiben jetzt stehen und zwar in 3, 2, 1. Stabil. So, was machen wir jetzt? Links oder rechts? Ich finde, der Weg rechts sieht irgendwie schöner aus, oder? Findest du? Ja. Na gut, dann fahren wir da lang. Der strahlt so was Einladendes aus. Du willst jetzt rechts lang fahren, ja? Ja, genau. Okay. Fertig? 3, 2, 1, go! Los! Dexter, ich merke das nicht. Was denn? Du bist links gefahren. Ach nein, das war rechts. Das ist ja, kam mir nur so vor. Nein, ich weiß das. Die Strecke sieht nicht so schön aus wie die andere. Das war das andere rechts. Darf man eigentlich im Wald die Klingel betätigen? Ja, du könntest eine Anzeige von einem Tier bekommen. Oh, guck mal, hier ist eine Bank. Vielleicht können wir uns hier ein bisschen ausruhen. Gut vorbereitet wie ich bin, kann ich auch gleich mein Wissen anbringen. Da wird Timur aber staunen. Wusstest du, dass das Grüne Band ein Naturschutzgebiet für über 1000 bedrohte Pflanzen und Tierarten ist? Welche denn? Braunkehlchen, Knäkente. Habe ich ja noch nie gehört. Ja, aber wenn ich hier durchgucke, dann müsste ich ja eins von diesen 1000 bedrohten Tierarten mindestens sehen. Wie sieht denn so eine Knäkente aus? Kannst du das mal googeln? Kannst du da überhaupt irgendwas durchsehen? Nee. Das nennt man übrigens hinreisend. Ich find's toll. Ist ja auch schön.
Ja. Guck mal da, die Bäume rechts. Oh ja, wunderschön. Sie sind so nicht da. Ja, wie muss man sich das bei dir vorstellen? Kannst du noch einen gewissen Teil sehen, einen gewissen Prozentsatz oder wie ist das genau? Also ich sehe noch 5% auf beiden Augen. Also Farben, Lichter und Umrisse oder alles, was sehr an meinen Augen dran ist. Ja, das heißt, wenn du etwas lesen möchtest, musst du schon sehr nah rangehen. Das ist ja eine sehr, sehr krasse Kurzsichtigkeit. Genau. Fast schon. Okay, verstehe. Wir sind 1 Stunde unterwegs. Die Hälfte der Strecke haben wir geschafft. Da braut sich etwas zusammen. Dieser kalte Wind, ne? Kriegst du überhaupt irgendwas ab so, oder fange ich das ab hier die ganze Zeit? Ich kriege ein bisschen von deinem Parfüm ab, das ist ganz nett. Echt jetzt? Ich habe Parfüm drauf? Zum Glück haben wir wärmere Klamotten dabei. Den schönen Wald haben wir hinter uns gelassen und finden nur noch Wege direkt am Rand von großen Straßen. Passieren dabei immer wieder die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Die Stimmung droht zu kippen. Müssen wir unsere Challenge abbrechen? Also ich versuche so gut wie möglich mitzumachen. Ich weiß, das wird langsam anstrengender, weil wir hier gerade die ganze Zeit bergauf fahren. Ne? Oh ja, ich spüre das richtig. Oh, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen Ich mach mal leichter, warte. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, Freunde. Timos Logbuch, 3. Teil. Ja, wir sind jetzt hier in Offleben, machen eine kurze Pause. Es ist kalt. Ich habe das Jäckchen an von Timur und ich hoffe, wir kommen irgendwann mal beim Forschungsmuseum in Schöningen an. Wir fahren tapfer weiter. Unsere größte Herausforderung steht unmittelbar bevor. Oh, wir fahren jetzt nochmal an einem Ortsschild. Und zwar sind wir wieder in Offleben. Das ist ganz seltsam. Normalerweise müssen wir jetzt aus Offleben rausfahren. Aber wir sind jetzt schon wieder in Offleben. Komm nie wieder aus Offleben weg, ich sehe das schon kommen. Vielleicht ist das Offleben 2. Offleben 2. Offleben macht seinem Namen alle Ehre. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr dem Radweg weiter folgen könnt. Auf unserem Weg naht nun die gefährlichste Stelle. Wir können ja hier mal die Leute fragen. Ja klar. Moin, Moin. zum Forschungsmuseum geht's hier lang? Schöningen, ja. Das Forschungsmuseum, genau. Ja, ich will also Hützlem fahren. Sie können hier vorne rechts weg und Ja. dann kommt der Hützlem und dann Schöning. Alles klar, super. Perfekt. Danke. Vielen Dank. Jo, ciao. So, Ja, sieh mal, ohne 10. jetzt kommt noch ein LKW. Ja. Hier solltet ihr besser rechts abbiegen. Ey, wir haben echt mehr Leben als eine Katze, das ist unglaublich. Oh, ich glaube, da steht ein Auto mit einem Blitzer. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu schnell fahren. Das sieht aus wie eine Straße, auf der wir sehr leicht sterben könnten. Ja, So, nach dem, was ich hier so mitkriege. das hast du richtig gesehen. Wir fahren bis zum Grenzdenkmal Hötensleben die ganze Zeit Straße. Die Autos rasen mit gefühlt 100 Sachen an uns vorbei. So, jetzt sind wir hier. Oh, ich höre hier von überall Krach. Jetzt kommt von rechts ein Auto, von links ein Auto. Wo ist denn das Vorstadtfeeling hin? Das Vorstadtfeeling ist auf einmal komplett weg. Oh, hier, guck mal, hier ist das Grenzdenkmal. Wir bleiben mal stehen. 3, Ja. 2, 1. Oh, rechts von uns ist ein Aussichtsturm. Da haben die wahrscheinlich damals immer geguckt, ob jemand heimlich über die Grenze abhauen will. Aber der ist sehr, sehr weit weg. Also ich finde, dieser Berg davor, der schreckt ein bisschen ab. Ich glaube, ein Selfie würde auch reichen. Wollen wir ein Selfie machen? Ja klar, können wir machen. Hast du dein Handy da? Ja. Soll ich das versuchen oder willst du was machen? Ja, mach du mal. Erstmal checken, ist die Kamera auf der richtigen Seite. Jo, okay. Okay. Warte, ich sag dir, noch ein bisschen weiter zu dir, das Handy. Ja, noch ein bisschen. Ja, so ist perfekt. Okay. Sehr gut. DDR, Grenzregime und innerdeutsche Grenze. Hier gibt es noch ein paar Infos. Warte mal. Wenn du dein Handy weggepackt hast, können wir noch mal ein Stückchen vorfahren. Ja, ich wäre ready. Okay, pass auf, dann. Wir müssen gleich, also wenn wir jetzt losgefahren sind, müssen wir sofort nach rechts. Ja? Okay. 3, 2, 1, go. Okay, und wir bleiben auch schon wieder stehen in 3, 2, 1. Perfekt. So, du liest, ich mache ein Nickerchen. Alles klar. DDR-Grenzregime und innerdeutsche Grenze 45 bis 90. Grenzgebiet, Sperrzone betreten und befahren verboten. Und dann sind da ganz viele Bilder. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Sag mal, wie ist denn das eigentlich für dich? Weil ich meine, klar, ich bin jetzt dabei und ich lese dir das dann vor. Wie machst du das sonst?
Ja, also ich habe jetzt das große Glück, dass ich halt noch Restsehkraft habe und alles, was halt sehr nah dran ist, kann ich halt noch sehen. Also ich könnte jetzt, wenn ich alleine hier wäre, nah an die Bilder ran, mit viel Anstrengung mir das angucken und auch was erkennen. Aber ich glaube, einfacher wäre es so grundsätzlich für alle Sehbehinderten, wenn es hier eine Audiodeskription gäbe, wenn es die Möglichkeit gibt, sich die Bilder hier beschreiben zu lassen, die Texte vorlesen zu lassen, weil nicht alle Blinden halt die Blindenschrift können, die Brailleschrift. Wenn man die Möglichkeit hat, hier auch zum Beispiel die Mauer abzutasten, das wäre vielleicht auch interessant, dass man zumindest über die anderen Sinne das Sightseeing hier machen kann. Das wäre schon echt Hammer. Ja, hier sind so ganz viele Panzerbarrieren davor gestellt, aber eigentlich sieht das für mich so aus, als wenn man schon da dran kommt. Ja, dann ist sowas zum Beispiel für Sehbehinderte dann auch interessant, weil du es dann zumindest über andere Sinne wahrnehmen kannst. Eine Mauer kannst du jetzt nicht so gut hören, aber du könntest zumindest mit dem Tasten mal rangehen und das macht es dann noch mal ein bisschen interessanter. Dass du weißt, okay, hier ist die Mauer, ich berühre die gerade, ich bin gerade da an diesem historischen Ort. Und das ist dann wesentlich spannender. Wenn man es schon nicht sehen kann, dass man zumindest über Audiodeskription oder Tasten halt über die anderen Sinne hier noch viel mitbekommt. Ja. Wollen wir weiter? Ja, gerne. Es ist ein bisschen wärmer geworden. Ich glaube, ich würde mal meine Jacke ausziehen, bevor wir weiterfahren. Ja, ich will auch meinen Pulli ausziehen. Ja, dann los. 3, 2, 1, go. Ich hab dich. Okay, wir müssen ein bisschen nach rechts schieben. Okay, ich schiebe, Schieb du mal, links. Schieb mal, okay. Ich glaube, als hätte ich in die Hose gemacht. Ich habe auch in die Hose gemacht. So, okay, jetzt stopp. So. Okay, ich habe den Schock überwunden. Ach, mir geht's ganz gut. Ja, mir nicht, aber wir fahren jetzt trotzdem weiter. 3, 2, go. Zum Glück wird nach dem kleinen Schreck nicht nur das Wetter wieder besser. Mit guter Laune fährt es sich doch am besten. Auch wenn wir uns noch einmal kurz verfahren. Oh. Ist der Zaun neben uns auch elektrisch eigentlich? Ja, das ist auf jeden Fall. Jetzt sind wir drin. Der Kolonnenweg rund um Hötensleben ist heute ein Radweg und lohnt sich besonders. Nun haben wir aber unser Ziel im Blick. Ja, Wir arbeiten dran. passt das? Danke. Sehr gut. Gerne. Noch 4 Räder. Alles klar, danke. Oh, das ist hier. Hier müssen wir rechts. Warte. Rechts? Ich glaube, so ist richtig hier, wenn ich das so mache. So. Und da hinten ist auch schon das Museum. Ich glaube, da hinten ist das Museum. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh Gott sei Wir Dank. sind auf dem richtigen Weg. Timo, hier steht so ein Bagger. Der macht, das ist glaube ich so ein Kohleabbauteil. Und ich habe schon mal in einer anderen Sendung für Hinreisend, da war ich mal an einem Ort, da waren nur solche Dinger. Da waren wir in Ferropolis. Durftest du eins fahren? Nee, aber ich durfte es betreten. Oh, wie cool. Ja, das war super. Es gab in diesem Teil, in diesem Bagger, gab es einen Fahrstuhl. Wow. Das ist barrierefrei, oder? Hammer. Ich habe auch erst gedacht, wir sind hier in Ferropolis, aber das ist noch zu weit weg. Wir müssen jetzt zum Museum. Alles klar, ich bin ready. Du darfst mich nicht so viel ablenken. Wir müssten durch den Feldweg fahren. Okay, pass auf, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir fahren jetzt über diesen Feldweg hier rüber. Sicher? Ja, aber es gibt keinen Zugang. Also da müssten wir wieder so einen scheiß Berg hochfahren, weißt Okay. du? Okay, also wir machen jetzt was endgültig. Also jetzt haben wir jetzt völlig den Verstand verloren. Jetzt werden wir hier über diesen Feldweg fahren. Komm, wir machen das jetzt. Komm. Okay. Fertig? 3, 2, 1, go. Hat ein schönes Leben bisher. Ja. Okay, das wird so gar nicht funktionieren, Tan. Warte. Das ist aber auch nur hier so. Wir müssen ein paar Meter vorbei. Okay. Kannst du uns stützen? Ja. Okay. Okay, auf 3. 1. 2, 3. Ja. Weil gleich geht's auch bergab. Okay, stopp. Ab jetzt können wir weiterfahren. Okay, sicher Jetzt der hier. Ja. Fertig? Rollstuhl noch richtig drauf? Ja. Ich hoffe. Go. Los. Also du glaubst nicht, wie verrückt das ist, was wir hier gerade machen. Das ist so verrückt, dass es schon wieder geil ist, ne? Aber das war eine gute Idee, weil ich sehe gerade, wir hätten einen mega Umweg gemacht. Oh, so, jetzt haben wir es geschafft. Geil. Ey, das war Hammer! die beste Aktion. Jetzt schauen wir uns endlich das Museum an. Ah, hier können wir parken. So. Oh, perfekt. Hier ist auch Schatten, weißt du? So, 3, 2, 1. Perfekt. Ja, gut. Ziel erreicht. Sehr schön.
Hey du, weißt du, wo ich hier ein paar Mammuts finde? Mein Cousin heißt Mahmoud. Schmeckt der gut? Hallo? Ich sage immer was für die Karten dazu. Ja. Es sind 3 verschiedene Motive drauf. Okay, na guck mal. Und ich finde die ganz mal gut als Lesezeichen zu nehmen. Als Lesezeichen? Ja. Müssen wir hier auch was lesen? Wir können gerne Bücher kaufen. Ach so, ich verstehe. Das ist ein gutes Verkaufs... Ist tatsächlich nicht so meins, aber trotzdem danke. Würde Ist ich ja gut, sagen. wenn dein Rollstuhl so Rasseln hätte irgendwie. Oh, Entschuldige. Macht nix. So, na schau mal, hier ist ein Labor. Das Innere vom Labor. Sieht man da gerade nicht? Außer die nette Dame, die da drin sitzt. Hallo. So. Oh, die winkt. Winkt? Die winkt uns rein. Ach cool. Komm, wir können mal reingucken. Hallo. Hallo. Haben wir das Winken richtig interpretiert? Ja, na klar. Haben Sie vielleicht Lust, mal hinter die Kulissen zu gucken bei uns? Das ist eine sehr coole Idee. Hinter die Kulissen gucken ist voll mein Ding. Sehr gut. Timur? Na dann. Ich habe Angst, dass ich den Hund aus Versehen treffe. Ja, ja. Okay, das ist hier also quasi das Restaurierungslabor, Labor. genau. Hier kann man euch bei der Arbeit zugucken. Genau. Also eigentlich findet ja die Arbeit von Restauratoren oder auch Archäologen immer so im Verborgenen statt. Ja. Aber hier tatsächlich im Forschungsmuseum hat man die Möglichkeit, uns auch ein bisschen bei der Arbeit zu beobachten, bei der Forschung. Und normalerweise können die Leute nur von außen hier reingucken, aber an besonderen Tagen wie den Europäischen Tag der Restaurierung oder jetzt zu unserem Jubiläum Ja. bieten wir auch Führungen hier in die Werkstätten mit an. Ah, okay, verstehe. Oder natürlich, wenn die Jungs und Mädels von Hinreisen da sind, dann kriegen wir auch eine Sondergenehmigung. Natürlich, man kann auch das anfragen bei uns. Ah, das ist natürlich großartig. Unser Chef nennt das hier auch immer ganz gern die Intensivstation, Ja. weil sobald so ein Fund geborgen ist auf der Grabung, fängt er eigentlich an, sich zu zersetzen und zu verfallen, Ja. weil er trocknet. Und genau, hier wird dieser Prozess aufgehalten. Also ganz einfach gesagt, ich ersetze das Wasser, was den Knochen vorher stabilisiert hat, durch ein Plastik, also Okay. durch ein Acrylat. Ja. Genau, und das macht den Knochen dann wieder stabil und dann können die Forscher sich die Knochen ganz genau angucken und versuchen alle Informationen da rauszukriegen. Wie hier, das ist ein Stück von der Rippe von dem Waldelefanten Ja. Ah ja. und da sieht man so ein kleines Loch. Und das ist ein Abdruck von einem Eckzahn von einem Wolf. Oh, der wurde gebissen. Genau, Ja. also der hat da dran rumgenagt und sich vom Fleisch bedient. Und die ganzen Funde sind so etwa 300.000 Jahre alt. 300, Timo, das Genau. Ding ist, Der ist restauriert, also können auch gerne einmal fühlen. Oh, das wäre interessant. Ja, da ist einmal 300.000 Fühlt sich auch Jahre. wirklich an wie Knochen, also nicht wie Holz. Ja, und das Loch entdeckt von dem Eckzahn? Noch nicht? Ja, da, genau. Oh, ah, da, doch. Ja. Wahnsinn. Unglaublich, oder man denkt, wenn jetzt etwas 300.000 Jahre alt ist, dass es dann schon lange in irgendeiner Form durch Umwelteinflüsse zersetzt sein muss. Genau, deswegen ist auch diese Fundstelle so besonders, weil normalerweise passiert das. Und wir haben einfach das Glück, dass hier ein See war mit einem sehr feinen Ufersediment. Und das hat alles wie ein Bernstein quasi eingeschlossen, ne? Luftdicht verpackt in Wasser. Und dadurch hat sich das alles nicht zersetzt. Ja, dann erstmal vielen Dank. Wir haben sehr viel gelernt und toll, dass man hier bei dieser schönen und sehr interessanten Arbeit zuschauen kann. Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn jemand Interesse daran hat. Auf jeden Fall. Wir müssen die Singschwäne warten. Komm. So, jetzt ist natürlich die Frage für einen Rollstuhlfahrer, warum geht die Tür nicht elektrisch auf? Und zwar ist das, Moment, europäischer Biber. Ja, Hier sind Speere. hier sind Speere tatsächlich. Oh, da ist eine Scheibe davor. Hier ist so ein extra Speer, der ist ganz alleine hier drin. Wahrscheinlich, weil der was Besonderes ist. Das war so der Nimbus 2000 unter den Speeren. Klebst mir auf die Augen. Wir müssen weiter, wir können uns jetzt hier nicht mit so einem Mist aufhalten. Alles richtig. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Also ich kann halt hier wirklich nichts erkennen. Das ist das Problem, weil ich habe hier halt, also alles, was man hier sehen kann, ist halt weiß auf weißem Hintergrund. Und das ist halt so vom Kontrast her sehr schlecht für Sehbehinderte, die halt noch ein bisschen sehen können, die noch Restekraft haben, so wie ich. Ich glaube, das Problem ist halt auch oft, dass man die Schritte zwischen blind und sehen können vergisst, dass es auch Stufen dazwischen gibt. Dass man sagt, okay, die ganz Blinden, denen kann es ja egal sein und die Sehenden, die sehen es halt. Aber es gibt halt Leute, die noch ein bisschen sehen können und für die hätte man das dann noch ein bisschen leichter gestalten können.
Ich finde den Gedanken eigentlich gar nicht so schlecht, dass man hier so Fenster hinmacht, dass man quasi das, was man sich hier anguckt, auch sieht, wo man es gefunden hat. Ich finde die Architektur hier super. Eine Spezialität des Museums ist das Erleben der Speere. So könnt ihr im Anschluss an eine Familienführung auch selbst das Speerwerfen probieren. Wieso ziele ich eigentlich? Für Kinder gibt es hier auch Bastelangebote und Sonderführungen. Nicht nur in den Ferien. Das sind die Fans und die Speerwerfer von morgen und die Höhlenmenschen von übermorgen. Seid ihr gut drauf? Ich stelle mich gleich einfach so wie Captain America mäßig einfach vor dir, red mit denen, das wäre meine Klasse. Ich fühle mich gerade so wie in der Grundschule damals. Und, Wir werden in kein Team gewählt, ne? ja, genau. Also ich kann noch genug sehen, um euch beim Speerwerfen fertig zu machen. Okay. Bisschen tief. Das ist so ein bisschen die Hand, die ausbalanciert. Und dann werft ihr weit in den Himmel. Emil, kannst du mir noch ein bisschen, wir schummeln mal ein bisschen. Okay. Ja, reicht, danke. Weil Timo sieht das nicht, weißt du? Wir können so viel schummeln, wie wir wollen. Weil er blind ist? Ja. Okay. Aber das kriege ich dann später von ihm wieder zurück. Okay. Timo, bist du bereit? Wir stehen ungefähr auf einer Höhe. Ja, so, ja. So. Warte. Oh, das war weit. War der weiteste. Meiner war der weiteste? Wieso freuen die sich denn dann? Meiner war der weiteste. So, liebe Leute, das war hinreisend. Timo, wie hat es dir gefallen? Ich fand es mega spannend, nach langer Zeit mal wieder Fahrrad zu fahren und vor allem diese Challenge irgendwie zu schaffen, weil Tandemfahren schwieriger ist, als man denkt. Aber wir haben es geschafft. Also die Strecke von Marienborn hierher kann ich absolut empfehlen, auch für Familien. Außer natürlich die Straßen, da sollte man immer vorsichtig sein und möglichst nicht mit den Kids. Ich glaube auch. Also man kann auf jeden Fall eine Route finden, die auch für die Kinder sicherer ist. Also insgesamt war es eine Reise, die sich absolut für uns gelohnt hat.